Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu Hamburg Hafen Live. Heute mal wieder von einem ganz anderen Standort. Zwar nicht völlig neu, aber hier sind wir doch relativ selten. Ich hatte das gestern schon angekündigt, dass ich heute noch mal so ein bisschen bei Tageslicht mit der Kamera spielen wollte, die ich gerade zum Testen da habe. Und daher haben wir entschieden, machen wir heute einfach 2 Teile. Ich will jetzt mit euch hier ein bisschen den Sonnenuntergang genießen. Da gucken wir wirklich voll drauf. Die Sonne geht hinten im Hafen unter. Und ja, dann so kurz vor 6 werde ich abbauen, fahre dann rüber zu Deck 7, da treffe ich mich mit Tanja und dann werden wir nachher so gegen 19 Uhr den Stream mit den beiden Kreuzfahrern starten. Also insofern gibt es heute Teil 1 und Teil 2. Hier oben, ja, ich stehe hier am Stintfang und von hier hat man natürlich einen wunderbaren Blick auf die Landungsbrücken, wie ihr seht. Viele, die in Hamburg waren von euch, die kennen das mit Sicherheit. Also das ist wirklich ein ganz traumhafter Blick. Ist natürlich auch so ein richtiger Hotspot. Das heißt, wenn man hier zur falschen Zeit ist oder gerade am Wochenende, dann ist das hier schon mal echt ordentlich voll. Jetzt, Montagabend, ist hier echt total entspannt. Also kaum jemand da. Und von daher eigentlich ideal, um hier so ein bisschen gemeinsam den Sonnenuntergang mit euch zu genießen. Aber ja, ich erwarte eigentlich nicht, dass hier irgendwas Spektakuläres passiert, außer richtig tolles Licht und vielleicht die ein oder andere Fähre, die hier vorbeifährt. Und ja, so der Schiffsverkehr, ich sag mal so die größeren Schiffe, das kriegt man hier natürlich kaum mit. Da hinten kommt gerade jemand aus dem Vorhafen raus. Das ist quasi da die Einfahrt zum Tollerort, wo auch nachher die Iona ausläuft, wo wir vom Deck 7 aus direkt reingucken können. Also wir sind hier, sage ich mal, vom Hafengeschehen, was die großen Schiffe angeht, schon verhältnismäßig weit weg. Aber der Blick über die Landungsbrücken ist natürlich besonders schön. Und einfach mal was anderes und für mich einfach nochmal eine gute Möglichkeit zu gucken, wie die Kamera sich denn bei Tageslicht schlägt. Aber versprochen, heute habe ich mir gesagt, kein großartiger Nerd-Talk. Ja, beim Hafengeburtstag, beim letzten, hatten wir hier wirklich einen denkwürdigen Stream. Da war ich mit Ben morgens hier und wir haben so ein bisschen die Rettungsübung gestreamt, die hier lief. Und ja, dann waren die Tampentrecker da, der Shantycore, der auch immer bei Inas Nacht ist. Ben hat die einfach angesabbelt und ja, da sind die hier in den Stream gekommen und haben im Stream live ein Lied getrellert. Die Tampentrecker zusammen mit Männergesangsverein. Aus Österreich kamen die irgendwo. Schon wieder vergessen woher. Also das war auf jeden Fall richtig cool. Erinnere ich mich total gerne dran zurück. Mensch, Hansi ist ja auch schon wieder da mit 2,49 Superchat. Hansi, ganz lieber Dank. Und der Benjamin haut gleich mal 5 Mitgliedschaften raus. Danke dir. Ja, Tobi schreibt es auch. Also der Shantycore war ein absolutes Highlight. Richtig gut. Ja, die Aida Sol kann man von hier auch sehen, aber da wird gerade der Turm saniert. Den haben sie eingerüstet, der Radarturm. Im Hintergrund seht ihr die Aida Sol. Zur Iona können wir gleich auch mal rüberschwenken. Sehen wir von hier auch. Aber das ist eigentlich jetzt nicht so der Standort, von dem aus ich empfehlen würde, Kreuzfahrtschiffe zu gucken. Toll ist es beim Hafengeburtstag, wenn man hier oben steht, weil dann natürlich alles hier direkt vor der Nase passiert, auch bei den Cruise Days. Aber dann müsst ihr ja eigentlich schon 3 Tage vorher hier euer Handtuch auf die Liege schmeißen. Außerdem hat man von hier auch einen sehr schönen Blick auf das Dock 17, das große, gehupt wird hier auch, das große Baudock hier von Blom und Voss. Was da gerade drin liegt, kann ich euch allerdings nicht sagen. Hunter 3011, herzlich willkommen an Bord, danke für deinen Prime-Sub. Die Arne Meers kommt auch noch, habe ich auch gesehen, aber ich musste mich für irgendetwas entscheiden heute. Es war wirklich eine schwierige Entscheidung.
Sehr, sehr schwierig. Machen wir heute Abend, konzentrieren wir uns auf die AIDA Sol und die Iona und machen das Ganze von Deck 7 bzw. Fischmarkt Seemannsmission, wo man dann auch die Hörner mitbekommt. Denn die AIDA Sol liegt halt mit der Schnauze hier in diese Richtung. Oder nehmen wir auch noch die Arne Maersk mit. Das hätte dann bedeutet zum Elbstrand oder zum Bubendeiufer. Da bekommt man aber erfahrungsgemäß von der ganzen Horn-Action absolut nichts mit. Und deshalb, ja, weil halt so viele gefragt hatten, auch nach der AIDA Sol, haben wir gesagt, heute Abend machen wir Sol. Und Iona konzentrieren uns darauf. Und Arne Maersk dann beim nächsten Mal wieder. Oder vielleicht, wenn sie rausgeht. Aber jetzt geht es erstmal hier einfach nur ums Licht und hoffentlich ein paar schöne Bilder. Die Sonne müsste eigentlich so direkt da hinten in dieser Kranlandschaft untergehen. Wenn ich mich richtig entsinne, 17:37 Uhr, könnt ihr das bestätigen? Könnt ihr gerne nochmal nachschauen, wenn ihr möchtet. Ja, los geht der Stream heute Abend um 19 Uhr. Beide Schiffe auch relativ kurz hintereinander, 19:30 und 20 Uhr. Also das geht Schlag auf Schlag, wenn sie sich denn mal an die Zeiten halten. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ja, romantische Musik läuft hier auch. Ich kenne das Lied, ich weiß aber nicht, wie es heißt. Und ein Klassiker schippert hier durch den Hafen. Ich weiß gar nicht, ob die Musik da drauf läuft. Der große Michel. Die haben aber auch wirklich die Ruhe weg. Sonja sagt Clocks von Coldplay. Ja, stimmt, Coldplay. Das war's. Ich weiß auch gar nicht, wer die Musik hier macht. Naja, freut sich auf jeden Fall. YouTube wieder. Von hier oben kann man auch direkt auf den Ausgang vom alten Elbtunnel gucken. Also das ist nicht der Ausgang, aber wenn man durch den alten Elbtunnel zu Fuß geht, dann kommt man auf der anderen Seite raus und kommt hier zu dieser Aussichtsplattform. Da befindet sich auch eine Fischbrötchenbude, die seht ihr links im Bild. Brücke 10 ist ein Ableger von der Fischbrötchenbude, die auch hier an den Landungsbrücken ist. Und da sind Sven und Susi und verkaufen da ihre Fischbrötchen und Kiezmische. Wenn ihr da mal seid, lieben Gruß von Hamburg Hafen Live. Ja, so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung kommt schon auf. Svenna, nee, vom Blockboy kommt die Musik nicht. Die kommt eher so von links. Aber gut, ich kann es eh nicht ändern. Es ist ja auch nur ein kleiner Teststream. Mal gucken, was YouTube da nachher draus macht. Halb so wild.
Oh, Svenny ist da, Svenny75. Ja, Tanja hat es auch schon geschrieben. Vielen, vielen Dank für die Kabellage, Svenny. Ist heute angekommen. Herzlichen Dank. Kann ich immer sehr, sehr gut gebrauchen von unserer Amazon-Wunschliste. Ein bisschen Kabelgedöns. Wurde auch gleich wieder verbaut. Generell ist natürlich immer viel Action hier. Also wenn man sich in Richtung Landungsbrücken bewegt, hier Stintfang und so weiter, dann hat man hier natürlich auch immer sehr, sehr viele Besucher um sich herum. Also ihr hört das auch, schreiende Kinder. Also hier ist immer was los. Darum ist das jetzt auch nicht unbedingt so der Standort, wo ich sehr viel und sehr oft stehe. Immer lieber so ein bisschen weiter raus, wo es dann so ein bisschen ruhiger ist. Aber trotzdem, also die Sicht ist schon echt ganz, ganz schick. Ich kann auch rüber zur Elbphilharmonie gucken. Da sitzen allerdings gerade ein paar Leute vor. Rigmas sieht man, Cap San Diego. Hetzer, ich kann dir noch gar nicht sagen, ob die Kamera gut, schlecht ist. Ich muss das erstmal so ein bisschen sacken lassen, das dauert immer etwas. Aber ich hatte auch versprochen, heute keinen Nerd-Talk zu machen. Aber ich sehe 2 alte Fähren. Ist da vielleicht für Schwester Hansen das Loveboat dabei? Loveboat ist die Blankenese. Mal gucken. Nein, das ist die Neuenfelde. Und das ist die Altona. Ach, Schwester Hans. Naja, sie arbeitet und kann nicht zugucken. Da irgendwo müsste die Sonne direkt untergehen. Ruth möchte wissen, wieso Loveboat? Weil wir vor einigen Monaten einen Livestream gemacht haben und da waren wir zu Fuß unterwegs, sind hier an den Landungsbrücken entlang. Da war Schwester Hansen dabei und da haben wir den Kenox getroffen auf der Blankenese. Ja, und das war ein denkwürdiger Stream, also das musst du dir einfach angucken. Das kann man nicht erklären mit dem Loveboat jetzt einfach so. Das ist, ja, hat sich irgendwie so im Stream zu so einer Art Running Gag entwickelt. Muss man sehen. Also wenn ich das jetzt erzähle, dann ist es nicht lustig. Danke Hessenblitz für 6 Monate, Blankenese. Und Grüße zurück ans Rheinufer. Annette, auch an dich Dankeschön für 2 € Superchat. Das ist der alte Pegelturm St. Pauli. Ich würde mal behaupten, dass die Uhr nicht geht, oder? Nee, die Uhr zeigt nicht den Pegel an. Der Pegel ist auf der anderen Seite. Das ist wirklich eine Uhr hier. Aber ich glaube, es sieht so aus, als ob die nicht funktioniert. Oder liege ich da schon wieder? Nein, der Pegel ist auf der anderen Seite. Das hier ist nicht an den Pegel gekoppelt. John, die Fernsicht sieht deshalb dunkler aus, weil wenn du mit der Kamera rauszoomst, dann hast du halt das Gegenlicht. Und
damit das jetzt nicht alles komplett weiß wird im Hintergrund, wird das Bild halt ein bisschen dunkler. Dann belichtet man etwas unter und dann sind halt alle Sachen im Vordergrund schwarz. Wenn ich aber irgendwo hinschwenke, wo man dieses Gegenlicht nicht mehr hat, dann kann man das Bild wieder heller machen. Deshalb wechselt das immer so stark, gerade wenn man gegen das Licht filmt und rein und raus zoomt. So kann ich halt hier quasi auch die Sonne mit reinnehmen und das sieht echt ganz, ganz toll aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Straße filme, da habe ich dann nicht mehr das Gegenlicht, dann wird das Bild halt einfach etwas heller. Aber es wird nach und nach besser, das Licht. Ich glaube, habe ich mir ganz gut ausgesucht den Tag. Ja, und hier in die andere Richtung, da ist dann natürlich mit dem Licht gefilmt. Da ist alles dann wunderbar ausgeleuchtet. Und alle, die das nicht kennen, hier der Stintfang, hier wird Wein angebaut. Das ist der Hamburger Weinberg. Wahrscheinlich der kleinste Weinberg Deutschlands oder vielleicht sogar der Welt. Gibt auch eine Geschichte dazu, müsst ihr mal bei Wikipedia nachlesen. Aber da werden jedes Jahr irgendwie nur eine Handvoll Flaschen abgefüllt. Und die werden dann irgendwelchen wichtigen Leuten wahrscheinlich geschenkt. Ich glaube, richtig kaufen kann man die Ernte oder Lese gar nicht. Also das, was dabei rauskommt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut schmeckt. Also hat jemand schon mal den Stintfangwein in die Finger bekommen und durfte den schon mal ausprobieren? Erhard, danke an dich für 2,49 Superchat. Und Grüße zurück nach Mönchengladbach. 2 Euro auch von Brigitte. Brigitte, danke dir. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir gleich so einen schönen Sonnenball direkt hinten in den Kran bekommen. Till Eulenspiegel ist auch da. Till, auch an dich ein dickes Dankeschön. Auch von dir ist heute was von der Amazon-Wunschliste angekommen. Ein HDMI-Adapter. Die meisten werden sagen, boah, ist das langweilig. Aber Paddy freut sich wie ein kleines Kind über einen HDMI-Adapter. Oh, Tobi schreibt, letztes Jahr wurde eine Flasche für 1.000 Euro verkauft. Tobi, wo hast du das denn her? Stand das irgendwo in der Zeitung? Ja, jetzt sieht man es natürlich auch, wenn man voll in die Sonne filmt, dann ist halt alles im Vordergrund dann doch extrem dunkel. Hallo, moin.
an den Landungsbrücken ist natürlich reges Treiben mit Fährverkehr. Moin Parzi, auch da. Da kommt noch ein Bügeleisen mit der Fritz Cola. Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht verstehen, warum sich hier immer die ganzen Menschenmengen so häufen. Denn wenn man ein Stückchen weiter Fischmarkt geht, dann verläuft sich das sofort. Dann ist gleich deutlich weniger Gedränge. Hier an Landungsbrücken ist teilweise echt richtig heftig was los und dann, ja, Fischmarkt nix. Da ist gerade ein Schleppi losgefahren am Ende von den Landungsbrücken, da hinten bei Brücke 10. Da ist die alte Schlepperbrücke. Da liegen auch immer so 2, 3 Schlepper. Aber die ist irgendwann zu klein geworden und dann wurde natürlich die neue Schlepperbrücke gebaut und eingeführt. Ich weiß gar nicht, seit wann es sie gibt, die neue Schlepperbrücke. Danke dir, Nilsi, für 5 Euro. Stefan, genau, hinter mir ist eine Jugendherberge. Also ich finde, das ist für eine Jugendherberge wirklich eine extrem geile Lage. Ja, Gigi, genau. Stintfang und Landungsbrücken sind halt so die Touristen-Hotspots. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, warum. Also vielleicht, weil hier so am meisten Fressbuden sind und sowas. Aber ich sag mal so rein vom Gefühl her finde ich, dass es so Richtung Fischmarkt eigentlich schöner wird. Alle, die später dazugekommen sind, das hier ist nur ein erster Teil. Ich wollte euch ein bisschen Sonnenuntergang zeigen, weil ich gestern schon gesagt hatte, dass ich heute noch mal die Kamera ein bisschen testen wollte, auch bei Tageslicht, um da einfach ein paar Aufnahmen bei schönem Licht zu haben. Deshalb bin ich hier hochgefahren. Schiffstechnisch passiert hier nicht so wahnsinnig viel, aber wir werden hoffentlich einen tollen Sonnenuntergang da hinten im Hafen erleben. Ich werde dann aber gleich nach Sonnenuntergang, der ist glaube ich um 17:30 Uhr, also ich werde hier 17:45 Uhr, 17:50 Uhr werde ich abbauen und dann fahre ich rüber zu Deck 7, da treffe ich mich mit Tanja und dann werden wir ab ca. 19 Uhr den zweiten Teil starten und da gibt es dann die Aida Sol und die Iona. Danke für 14 Monate, Volker. Und Annette haut nochmal 5 Euro für ein Fischbrötchen raus. Hört doch auf, von Essen jetzt wieder zu reden. Leute. Ich krieg doch dann immer gleich Hunger. Das macht ihr doch absichtlich. Ja, genau, die Iona ist da. Da können wir auch mal rüber gucken. Ich schalte mal auf die andere Kamera und mache mal hier den Schwenk. Und da könnt ihr sie ja mal suchen im Bild. Die ist nämlich höhenmäßig genau hinter diesem einen Gebäude. Den vorderen Teil sieht man, die Wasserrutsche, die guckt da so ein bisschen oben über das Gebäude. Und der Schornstein. Und dann haben wir hier natürlich den schönen Bug mit der Union Jack Flagge. Volker, danke dir für 12 Monate. Ein ganzes Jahr ist voll.
Und er schreibt, nun bin ich auch schon ein Jahr dabei und finde eure Streams immer noch spannend und unterhaltsam. Ach Volker, Mensch, das freut mich. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Die Iona hat, glaube ich, die Größe von der AIDA Nova. Ist die nicht sogar die gleiche Klasse? Ist das nicht ungefähr die gleiche Basis, das Schiff? Also sind die nicht weitestgehend baugleich? Da müsste noch mal einer von den Kreuzfahrtexperten aushelfen. Wurde auf jeden Fall auch in Papenburg auf der Meierwerft gebaut. Sam van Nemesis, Mensch, 50 € per PayPal. Wow, ganz, ganz lieben Dank. Er schreibt, moin Paddy, danke für die sensationellen Streams und Videos. Besser wie jedes TV-Programm. Jeder Stream wie ein kleiner Urlaub in Hamburg. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Das freut mich total, dass dir die Streams so gut gefallen. Der Weltentdecker bestätigt es nochmal. AIDA Nova und die Cosma und die Iona sind die gleiche Schiffsklasse. Gehören ja auch zum gleichen Mutterkonzern. Maximilian, wir waren schon mal auf einer Haddock-Fähre live. Wenn du da mal ein bisschen bei uns im Archiv suchst, dann findest du den Stream. Da sind wir mit Niklas mitgefahren. Das war vor etwa einem Jahr, glaube ich. Also das muss auch so das muss auch im Februar 2024 gewesen sein. Aber wir schauen, ob wir das nicht nochmal hinkriegen. Tanja hat schon mal Kontakt aufgenommen und vorgefühlt. Wir würden unheimlich gerne nochmal mitfahren. Dann natürlich am liebsten auf einer der neuen Fähren. Aber es dauert immer alles so ein bisschen. Muss ja auch alles abgesegnet werden. Und ja, in solchen Unternehmen geht das manchmal alles nicht ganz so flott, wie der Paddy das gerne hätte. Darf ich da eine Frage stellen? Ja, natürlich. Wann soll die Zoll rausgehen? Also die Schiffe gehen um 19:30 und 20 Uhr raus. Ich weiß jetzt nicht mehr welches. Ich glaube 19:30 Iona und 20 Uhr die Sol. Schade, ich dachte, die legt pünktlich ab. Das ist pünktlich. Das war für 20 Uhr angesagt. Ach so, weil auf meiner Internetseite steht, dass sie um 18 Uhr abgeht. Ja, das ist die Internetseite vom Cruisegate. Da musst du immer aufpassen, weil diese Daten die werden ja schon ganz lange im Voraus gemacht. Also du kannst ja jetzt zum Beispiel schon gucken, was im Dezember passiert. Und da steht ja jetzt schon für Dezember eine Uhrzeit. Das Problem ist, die aktualisieren das nie beim Cruisegate. Okay. Deshalb darfst du dich da nie zu 100% drauf verlassen. Also mit viel Glück passt der Tag. Ja, okay. Aber die Uhrzeit ist oft anders. Ich gucke dann im Stream. Das freut mich. Dankeschön. Bärbel, Dankeschön für 5 € per PayPal. Moin an den Chat, schreibt sie, und an Paddy. Bin nach meiner Hüft-OP und Reha wieder zurück aus Bad Bramstedt und freue mich, bei euch zu sein. Ich habe euch vermisst. Mensch, Bärbel, gab es denn in der Reha kein Internet? Ich höre ja immer von vielen, die irgendwie krank sind und die sich dann freuen, wenn ein Stream läuft. Und denen kann immer der Stream nicht lang genug sein. Aber offensichtlich, Bärbel, warst du dann fleißig in der Reha und hast dich nicht ablenken lassen. Auf jeden Fall gute Besserung und schön, dass es dir wieder besser geht. Tanja hat den Link nochmal rausgesucht zu dem Stream mit der
Wieso kennt ihr eigentlich meine Ungeduld so gut? Paddy will heute fragen und morgen fahren. Ja, da ist was dran. Guck mal, da merkt man am Bild schon, dass da richtig Luft zwischen ist. Also das Flimmern im Bild kommt einfach durch die Entfernung. Die Sonne geht langsam unter. Jens, doch, das ist die Kamera von gestern Abend. Die wollte ich halt noch mal bei Tageslicht testen. Und fleißig gekifft wird hier oben auch immer. Aber ist ja mittlerweile alles legal. Das riecht so gut. Luis, die Aida Sol habe ich eben schon einmal gezeigt. Leider ist da was vor. Also ich kann da gleich gerne noch mal rüberschwenken, aber das ist von hier, glaube ich, mit Abstand die unspannendste Aida Sol Perspektive, die man sich vorstellen kann. Die ist nämlich da hinter dem Radarturm, der eingerüstet ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier... Ja, man kann weiter nach rechts gehen, ein Stückchen, dann würde man sie vielleicht etwas besser sehen, aber... So richtig ideal ist das hier nicht zum Kreuzfahrer gucken, dieser Platz. Aber für einen Sonnenuntergang. Björn schreibt es auch nochmal. Dezember 2023 war das mit Niklas. Doch schon so lange her. Ich hatte gedacht, das war Februar. Und da hinten dreht auch gerade eine Fähre. Das ist die, welche ist denn das? Das ist, glaube ich, irgendeine 70er-Linie. Die fährt die ganze Zeit nur von den Landungsbrücken da hinten rüber nach Steinwerder. Die fährt auch meistens immer erst nachmittags, die Fähre. Und die hat echt original nur einen einzigen Stopp. Hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Meine Vermutung ist ja, dass da die Fährenfahrer hinversetzt werden, wenn sie Mist gebaut haben oder zu viel Pause machen. Ach Mensch, Brigitte, was machst du denn hier oben? Hallo? Bist du nicht bei deinem Kind da unten? Nein. Dauert noch. Dauert noch. Mensch, Ich war doch heute Morgen da. Brigitte hat sich verirrt hierher. Warst du jetzt unterwegs oder hast du gesehen, dass ich live bin oder beides? Nee, ich bin mit der Fähre hier vorbei. Ah, okay. Genau, und ich sag, was steht denn hier? Ich sag, komm mir bekannt vor. Ja. Ich sag, geh mal die Treppen hier hoch. Sind viele Treppen? Ja, sind viele Treppen. Ja? Ja.
Schade, die Uhr geht nicht, ne? Nee, die Uhr zeigt schon seit Tagen kurz nach 12 an. Vielen Dank, Anja. 20 € Superchat. Und sie schreibt, bin auch von Anfang an dabei, wenn auch kein Mitglied. Dafür heute ein dickes Dankeschön für all eure teuren Streams und diesen super Sundowner. Liebe Grüße von der anderen Elbseite aus Stade. Liebe Grüße zurück. Ja, Brigitte bekommt auch schon hier liebe Grüße im Chat. Ich werde auch nachher nochmal wechseln. Also, 6, 7? ja. Ja, die Sol wird ja dann quasi direkt bei uns vorm Fenster drehen. Macht Sinn. Und ich hätte auch Bock, wieder Meier-Seemanns-Mission draußen zu stehen. Aber wir sitzen halt ein bisschen höher, weißt du, wir können noch etwas weiter hinterher gucken. Raus, ja. Und wenn du unten stehst an der Seemannsmission, bist du halt so ein Stück zurück. Und Dockland, dafür steht sie halt verkehrt rum. Richtig. Und wenn vielleicht Typhon Battle kommt, habt ihr das drauf. Ja, also es ist immer die Standortkatastrophe. Die große Standortfrage wird morgens durchphilosophiert. 15 € kommen auch nochmal anonym mit einem Moin an Tanja und mich. Ganz, ganz lieben Dank. Unbekannterweise. Und danke auch an Danny für 2 € Superchat. Mit lieben Grüßen wieder einmal aus Wasserburg. Luis, nein, Iona 1930 und Sol 20 Uhr. Ja, steht hier drauf. Das ist zumindest die Info, die ich bekommen habe. Ach ja. Aber ihr wisst ja, das letzte Wort zur Auslaufzeit ist erst gesprochen, wenn sie ausgelaufen ist. Richtig. War heute Morgen so schnell. Ich habe Ja. die fast verpasst, ey. Wann ist sie denn reingekommen heute Morgen? Wieder 4:40, so. 45 sah man sie schon. Also, Ihr seid aber auch echt crazy, oder? Warst du alleine oder nein, der Manuel war diesmal mit dabei. die ganze Gang? Gleich geht die Sonne schön unter. Halbe Stunde noch. Ja. Und dann muss ich aber auch leider nach dem Sonnenuntergang relativ schnell abbauen. Das ist so ein bisschen schade, weil nach dem Sonnenuntergang wird es dann natürlich richtig schön. Es gibt heute bestimmt auch eine tolle blaue Stunde. Das klappt doch. Aber das geht dann zeitlich in die Hose. Das verstehe ich jetzt nicht. Finn, auch nochmal für dich. Er schreibt, beim Cruise Gate steht Sol 20 Uhr, Iona 21 Uhr. Die Zeiten beim Cruise Gate sind vorsichtige Schätzungen. Richtig. Die weil leider- das ganze Jahr schon. Genau, weil die das ganze Jahr im Voraus geplant sind. Wenn du mal guckst, du kannst ja beim Cruise Gate heute gucken, was im Dezember an Schiffen rein und raus geht. Und diese Uhrzeiten, die werden halt irgendwie mal so grob geplant. Viele Reedereien haben auch so Lieblingszeiten, sag ich mal. Also Nova ist schon immer gerne so 18 Uhr, wo sie rausgeht. Und Preziosa hatte zum Beispiel letztes Jahr immer 21 Uhr, sind dieses Jahr immer 20 Uhr. Ich glaube, da steht aber auch auf dem Cruise Gate immer 21 Uhr. Steht immer 21. Gehen aber immer um 20 Uhr raus. Aber die ändern das nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also, guck mal, es gibt so viele Kreuzfahrtfans, es gibt so viele Menschen, die sich auf diese Seite verlassen. Das ist halt der erste Anlaufspunkt. Ich habe die Möglichkeit, beim Lotsen nachzufragen. Du hast irgendwie AIDA-Kontakte und so. Also es gibt natürlich dann immer so irgendwelche Wege, wie man diese Zeiten rausbekommt. Oder durch Zufall ist jemand an Bord. Oder, Ja, genau. ne, also da gibt es Zufälle macht's bei mir, ja. da gibt's immer ganz, ganz viele Zufälle und Möglichkeiten. Aber das Problem ist natürlich für diejenigen, die jetzt diese Möglichkeit nicht haben, da finde ich es halt total schade, dass sie beim Cruise Gate nicht einfach das aktualisieren. Iona soll 19:30 raus, habe ich Ja. das richtig verstanden? Dann schreibe ich mal. Fuzzy Barnes, nee, das ist nicht die Zeit für Türen zu, das ist die Zeit für Leinen los. Und nein, Ebbe und Flut spielen bei den Kreuzfahrern keine Rolle. Die haben so wenig Tiefgang, die können immer rein und raus.
Das ist quasi Latte. Hallo? Hafenpüppi, danke an dich auch für 2,49 per PayPal. Und sie schreibt, durch uns ist sie jetzt im Bluebricks-Fieber und die Bestellung ist auch schon raus. Ach, das ist ja süß. Das ist ja süß. Oh, ich habe mal geguckt, die Bluebricks, die haben ja auf ihrer Webseite, haben die ja ganz krasse Modelle. Also da kannst du ja komplett Manhattan bauen. Das ist ja nicht nur diese Südspitze von Manhattan mit über 20.000 Teilen, da sind ja auch sämtliche anderen Stadtteile von New York, die du da noch dran bauen kannst. Also das ist echt abgefahren, was die haben. Da kann ich, also wenn ich in dem Tempo weitermache, kann ich da mit Ben bis zur, ja, quasi bis zur Rente können wir da bauen. Hans ist da, unser Kaffeeröstmeister. Hans, schön dich auch mal hier wieder bei uns im Chat zu haben. Hans Rieper ist derjenige, der unseren Kaffee röstet. Mit ganz, ganz viel Liebe. Die Landratte, die mürrische Möwe und den Sturmdrücker. Und übrigens kleiner Hinweis, das habe ich letzte Woche schon gesagt, nächsten Monat wird der Kaffee teurer. Es herrscht wohl etwas Kaffeeknappheit, Ernte nicht so gut ausgefallen und Hans meint, Einkaufspreise sind gestiegen. Und das letzte Mal, als sie gestiegen sind, hat er das schon nicht an uns weiter berechnet. Da war er echt noch so freundlich, das auf seine Kappe zu nehmen. Aber jetzt muss er das auch weiterreichen. Deshalb wird der Kaffee nächsten Monat ein bisschen teurer. Bald formt sich da hinten auch ein schöner Sonnenball. Ich möchte ja diesen Sonnenball gerne in so einem Kran haben. Jürgen, ich kann dir noch nicht sagen, wann der Schiffsbaustream Nummer 2 kommt. Ich muss ja auch mit Ben dann immer einen Termin finden. Und bei Ben ist es ja so, der geht ja auch einem normalen Beruf nach. Hat dann auch nur das Wochenende, wo er halt ja, Zeit für Kirsten und für sich hat. Und oft genug opfern sie die dann schon für uns. Aber natürlich auch nicht immer. Aber wir sind da dran. Also wir sind ja ständig im Kontakt. Nico, heute geht die Iona raus und die Aida Sol, aber erst im zweiten Teil. Jetzt im Moment ist das hier eigentlich nur ein bisschen Sonnenuntergang, um nochmal ein klein wenig die Kamera zu testen. So, jetzt wollen wir erstmal hier ein bisschen orange Stimmung hier machen, dass das mal etwas besser passt mit dem Sonnenuntergang. Ja, ist Aida Sol ist das. Ja, Ja, ist Aida Sol. die steht da wirklich. Da kommt ein Glas, wenn du guckst, für den Größe. Aber wie kann man da am besten hinkommen? So, Mit der Schiff? Nein, nee. mal den Weißabgleich auf Eye Candy stellen. 4,62 und das wird aufstellen. Und die Leute sind 20 Uhr. Ach, die fahren heute schon weg. Ja. Das wäre eigentlich so ein Highlight heute. Das wäre so ein Highlight, ne? Ja, wir sind nämlich auf Klassenfahrt und wir wissen nicht, ob wir. Muss man ein Ticket holen irgendwie? Und hier so ein Schülerticket. Unser Lehrer wollte. Und wir haben gerade Aida Sol angeschaut und das. Die laufen aus und da ist auch diese Musik und alles. Das wäre so ein Highlight eigentlich, wenn wir da hingehen würden heute Abend. Das wäre schon richtig, richtig schön.
Schülerticket braucht man dafür irgendwas? Muss man eine Einzelfahrkarte von der unten am Bank holen? Wir sind auf jeden Fall voll. Das sieht doch schön aus, oder? Das mal nach Joyce. Ich möchte das so, weil es ist für mich so. Ich war schon mal wieder jetzt zweimal. Ich finde das so schön. Wenn dann die Musik. Herzlich willkommen an Bord, Krawuzzi. Beziehungsweise nicht herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Für 7 Monate muss es ja heißen, Mensch. Danke, danke. And Tony Roberts is in the house again. Tony, thank you for 10 euros. Beautiful sunset with my morning coffee. Aber wir essen gleich Abendessen nach 18 Uhr. Ja, das wäre weg. Könnte man ja los. Wir haben ja sogar Aida Nebel. Ja. Dieses Jahr sind auch wieder Cruise Days. Ursi schreibt das gerade. Die sind ja nur alle 2 Jahre, die Cruise Days. Und dann ist hier natürlich auch wieder ordentlich Spektakel. Also ich sage immer, Kreuzfahrt ist sehr schön. Es ist so wie eine Familie. Die Musik immer, die Leute da, alles. Frau Brigitte ist gerade auf eine Gruppe Kreuzfahrtfans getroffen. Weltreise, also ich würde es auch ehrlich machen irgendwann, wenn man die Möglichkeit hat. So Leute, wie wäre denn das mit dem Screenshot für einen Desktop? Was meint ihr? Das wäre jetzt euer Screenshot. Ja, um 18 Uhr. Meine größte Befürchtung war ja wieder, dass ich den Streamtitel ändern muss, weil der Sonnenuntergang mal wieder ausfällt. Manuela, ich stehe auf dem Stintfang oberhalb der Landungsbrücken bei der Jugendherberge. Wir sind ja jetzt immer noch im Winter, ne? Und die Leute, das ist doch Hafenromantik, oder? Pure Hafenromantik. Vielleicht auch. Guck mal, wie ist denn das Bild so? So ein bisschen weiter. Krane unten, oben ein bisschen mehr Himmel. Ja, da habt ihr doch noch eine schöne Fototapete. War das der AIDA-Fanclub? Ja, eine Schulklasse. Eine Schulklasse? Ja, eine Schulklasse. Die essen jetzt. Auf Kreuzfahrt? Nein, die sind da. Ach so, die sind in der In Jugendherberge. der Jugendherberge. Und hat sie das gerade gesehen und sie hat schon 2 Kreuzfahrten gemacht. Ah, deswegen. okay. Und die wollen da unbedingt rüber. Sie muss Aida sehen, das Mädchen. Ja, können Sie Jetzt doch sieht sie rüberlaufen. Ja, die wollen Fähre fahren. Ja, oder eine Station Fähre. 2 sind das bitte. Von Landungsbrücken sind das 2. Fischmarkt kommt und dann. Ja, Dockland, ja gut. Ich bin immer beim Fischmarkt irgendwie, aber klar, Dockland ist natürlich ja vorbei. schlauer. Ja, Echt schlimmer. ist echt schlauer. Ja, der kann was, der Sonnenuntergang. Ja, ne? Der Sonnenaufgang heute da auch. Oh mein Gott, ja, Sonnenspitz, take top set. Tschüss. Ja, wenn ich noch näher ranzoome, kriegt ihr alle Sonnenbrand. Aber jetzt sieht man auch schön, wie schnell die Sonne wandert hinter dem Kran. Nee, zu nah ran macht keinen Spaß. Lieber ein bisschen Kran mit drauf. Schönes Bild, oder? Ja, ist so schön. Ja, die Sonne ist natürlich immer zu hell. Also das, wenn man die Sonne jetzt richtig belichten möchte, da müsste man schon
ordentlich tricksen. Wobei ich kann natürlich mal gucken. Ja, kriegst du mal. Also ihr seht, man kriegt es hin, dass die Sonne von der Belichtung her passt. Aber da muss man echt ganz schön dunkel machen. Aber auch interessant, oder? Junge, Junge. Ganz schön ausgefranst, die Sonne. Ich habe gedacht, bei mir nur. Also bei dir auch? Ja, bei mir auch. Die muss mal wieder zum Friseur. Die muss wieder zum Friseur. Muss mal gucken, wie ich das einstellungstechnisch hier wieder hinkriege. Also ihr seht, bei solchen Sachen muss man sich immer für eins entscheiden. Danke für 2 Monate auf Twitch an Olli1510. Liebe Grüße. Tanja ist jetzt schon im Warmen, ne? Tanja ist zu Hause, aber es ist doch auch gar nicht, ist doch überhaupt Ich finde es nicht nicht kalt. kalt. Nein, überhaupt nicht. Super warm. Super warm. Ja, super warm. Gut eingepackt. Ja, ich glaube, ich muss mir nachher das Thumbnail aus dem Stream rausholen, weil ich mit der Fotokamera gar nicht so nah rankomme. Da habe ich nicht so eine hohe Brennweite drauf. Aber da finden wir schon was. Ach, guck mal, Annette Wasner spendet 10 € für ein Päckchen Kaffee von Hans für Brigitte. Annette? Ist das nicht lieb? Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Welche Sorte ist denn deine? Mürrische Möwe. Die mürrische Möwe. Klaro. Ist gerade heute alle gegangen. Guck mal, jetzt genau da zwischen den beiden Kranen. Ja, nee, zu dunkel ist nicht gut. Wir machen mal sowas Mittleres hier. Also wenn das nicht Hafenromantik pur ist. Stefan wünscht dir auch einen schönen AIDA-Abend. Dankeschön, Stefan. Hatte ich heute Morgen ja schon. Ich gehe auf dich weg. Genau, ich stehe hier bei der Jugendherberge Stintfang.
Könnt ihr googeln. Oberhalb der Landungsbrücken. Na, ich glaube, heute fliegen aber die Screenshots hier. Ach, guck mal, jetzt direkt da in dem Kran geht sie unter, die Sonne. Ist das romantisch. Ja, Jutta, Stintfang war eine gute Idee. Es gibt ja extra so Apps auch, wo du genau gucken kannst, wo die Sonne untergeht. Und da habe ich heute einfach geguckt und das ist eigentlich ganz einfach. Die zeichnet dir dann so eine Linie, da gibst du das Datum ein und dann kriegst du so eine Linie. Und da habe ich gesehen, Stintfang müsste eigentlich ideal sein für den Sonnenuntergang. Später, also ich sag mal so späteres Frühjahr und Sommer, dann geht die Sonne so weit rechts unter, dass du davon überhaupt nichts im Hafen siehst. Ne? Dann geht die eher da hinten hinter den Häusern unter. Ach, guck mal, die Brücke bewegt sich sogar. Wie geil ist das denn? Ich sehe das nicht. Da ist doch gerade der Spreader runtergegangen, oder? Ist das cool, das Bild. Komm, jetzt hol einen Container hoch. Jetzt genau hoch. Zieh ihn in die Sonne. Der Container verglüht sofort. Das kennt sich so, wenn das so in Tansania oder so ist. Und dann irgendwie so da Tja. intensiv. So stellen wir dann so nach. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach shit, er fährt rüber. Und wir haben so eine leichte Wolkendecke da hinten. Och Menno, die Sonne geht da so ein bisschen in den Wolken unter. Ja, genau. Und dann ist das ein Kühlcontainer. Du kannst ja deine Schuhe mal rausbringen, wo keine Skandale haben. Du darfst aber auch keine Skandale haben. Ja, aber andere Skandale. Das Gefängnis von einem Grab. Ich bin immer noch die Dinge. Aber wenn der abzieht, dann wird Ja, das kommt jetzt doch gut mit den Wolken. Habt ihr recht. Ich hatte eben so einen kleinen Moment Angst, dass wir nichts sehen. Powerbank aus Stützi. Ja, oh, look, die Schuhe sind schon gängig. Das kann man ja laden. Das ist schon. Und ihr seht, es ist wirklich kaum Wind. Da ist ein Windrad. Das dreht sich so langsam, das kann man gar nicht drehen nennen.
Ja, ihr Lieben, und gleich wenn die Sonne untergegangen ist, werde ich aber auch relativ schnell den Stream beenden müssen. Ich habe das ja eben angekündigt, es gibt heute 2 Teile. Das ist jetzt so ein bisschen ein Kameratest gewesen. Ihr habt ja gestern mitbekommen, dass ich auch schon mal etwas Kamera getestet habe und ich wollte heute noch mal bei Tageslicht, hatte halt damit gerechnet, dass wir einen schönen Sonnenuntergang haben. Endlich hat das auch mal geklappt und hoffe, dass ich mir dann in Ruhe zu Hause noch mal die Bilder angucken kann, um dann zu schauen, wie denn da so die Qualität ist. Ja, König der Löwen beginnt, genau. Wahnsinnig schön, also echt. Es gibt übrigens nicht nur Apps, wo man gucken kann, wie der Sonnenstand ist und wo die untergeht. Es gibt da auch Webseiten für. Also wenn euch das mal interessiert, wenn ihr sagt, Mensch, ihr wollt ein paar schöne Fotos machen, Sonnenuntergang beobachten, dann müsst ihr es einfach mal googeln. Also eine App, die es da gibt, die heißt Photopilz. Photopilz ist allerdings recht kompliziert. Das ist schon so ein bisschen nerdig. Aber es gibt, glaube ich, auch eine Webseite. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall kann man das nachgucken, wo genau die Sonne untergeht. fassimeinsonnenverlauf.de. Die kenne ich jetzt nicht, aber vielleicht könnt ihr da ja mal gucken. Ja, und dann... Leider geht das immer viel zu schnell mit dem Sonnenuntergang. Ein Zeitraffer wäre auch mal schön davon. Aber ich bin zu ungeduldig, die Kamera die ganze Zeit in einer Position zu lassen. Ich muss dann reinzoomen, rauszoomen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aki, ja, danke. Ich habe schon ein Bild bekommen eben per WhatsApp, habe nur noch nicht reingeguckt. Und Ivo meint auch, sonnenverlauf.de ist gut. Ja, schaut euch das mal an. Jutta, ganz lieben Dank für 2 Euro Superchat. Romantikzuschlag. Jawohl, dankeschön. Ja, ihr Lieben, Mensch, das war doch echt ein toller Sonnenuntergang, oder? Es hat mich richtig geflasht. Und da sagt noch mal einer, man braucht nicht viel Brennweite und viel Zoom. Man braucht alles, was es gibt an Zoom. Dann macht das richtig Spaß. Ich will auch gar nicht großartig jetzt hier sabbeln, denn es geht ja gleich weiter, so circa 19 Uhr, dann mit Aida Sol und Iona. Oh, warte mal, was haben wir denn da noch? Da geht noch ein Beluga raus. Okay, der ist jetzt wirklich weit weg. Guck mal, das ist aber auch romantisch, wenn der jetzt da oben in diese Wolkenschichten fliegt. Oh, ist das toll. Guck mal. Oh, Urlaubsfeeling. Schön, ne? Muss nicht immer direkt nah dran sein. Jutta, danke dir für 2 Euro. Ach so, Jutta war ja eben schon, Mensch. Jutta, naja, doppelt hält besser. Jutta, doppelt danke. Aber Andreas Revermann haut nochmal 10 Euro raus. Ganz, ganz lieben Dank für 10 Monate Mitgliedschaft. Danke dir, Andreas. Und danke an Thor, sein Bier ist leer für 4 Monate bei Twitch. Herzlichen Dank dafür. Ja, also, was ich eben versucht habe zu erzählen,
wo dann der Beluga kam. Es geht um circa 19 Uhr weiter von Deck 7. Dann geht die Iona und die Aida Sol raus. 19:30 Uhr und 20 Uhr sind sie angekündigt. Ich hoffe, dass es auch ungefähr passt. Ich muss jetzt natürlich noch abbauen, rüberfahren, da wieder alles vorbereiten. Vielleicht auch noch mal 20 Minuten kurz ein Päuschen machen, noch mal runterkommen. Deshalb beende ich den Stream jetzt und mache es relativ kurz. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Unterstützung, vor allem im Chat, aber auch monetärer Art mit Spenden, Mitgliedschaften, Bits und Subs. Und dann würde ich sagen, bis gleich, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.